Shark Punching Center. Übersicht. Das Shark Punching Center, auch bekannt als Selakian Punching Center, das Shark Punching Center, Selakiosk Pungiks Kombin, unter anderem, zu Deutsch Haischlagzentrum, ist eine Organisation, die in einem oder mehreren Paralleluniversen angesiedelt ist und offenbar als Gegenstück zur Foundation in einem alternativen Universum fungiert. Während die Foundation seit mehreren Jahrzehnten von dem Center weiß, variieren die Struktur, die Dokumentation und der allgemeine Ton, den das Shark Punching Center anschlägt, stark, was darauf hindeutet, dass sich ein oder mehrere Universen in einem Zustand des Wandels befinden. Es wurden Dokumente über das Shark Punching Center gefunden, die einen viel militaristischeren und instabileren Ton anschlagen als die Dokumente der Foundation. Wie der Name schon vermuten lässt, konzentriert sich das SPC vor allem auf die Förderung des Nahkampfes als Mittel zur Neutralisierung haifischartigen Wesenheiten, obwohl in einigen Dokumenten nicht zwischen selachisch und aquatisch unterschieden wird. Es ist unklar, ob das Shark Punching Center von den Aktivitäten der Foundation weiß oder damit befasst ist. Einleitung. Das seltsamste Gegenstück zur Foundation. Wenn von den Interessengruppen des SCP-Universums die Rede ist, denkt man meist an Organisationen wie die Chaos Insurgency, die Serpent's Hand oder die Global Occult Coalition. Doch es gibt eine Gruppe, die auf den ersten Blick völlig aus dem Rahmen fällt. Das Shark Punching Center, kurz SPC. Bereits der Name klingt eher wie ein schlechter Scherz als wie eine ernstzunehmende Organisation. Eine Gruppe, deren wichtigste Aufgabe scheinbar darin besteht, Haie mit bloßen Fäusten zu bekämpfen, wirkt kaum wie eine Bedrohung, mit der sich die SCP Foundation beschäftigen müsste. Genau deshalb wird das Shark Punching Center von vielen zunächst als reine Parodie oder Running Gag wahrgenommen. Doch je tiefer man sich mit den verfügbaren Dokumenten beschäftigt, desto deutlicher wird, dass hinter dieser ungewöhnlichen Fassade möglicherweise weit mehr steckt. Die Foundation besitzt seit vielen Jahren Aufzeichnungen über das Shark Punching Center und behandelt die Organisation keineswegs als bloßen Witz. Stattdessen deuten zahlreiche Hinweise darauf hin, dass das SPC aus einem oder sogar mehreren Paralleluniversen stammt und dort eine ähnliche Rolle einnimmt wie die Foundation in unserer Realität. Besonders ungewöhnlich ist dabei, dass sich nahezu jedes bekannte Dokument über das Shark Punching Center in Stil, Aufbau und Inhalt deutlich von den anderen unterscheidet. Manche Berichte wirken übertrieben militärisch, andere beinahe chaotisch oder widersprüchlich. Für die Foundation ist bis heute unklar, ob sich die Organisation selbst ständig verändert oder ob die verschiedenen Dokumente aus mehreren alternativen Realitäten stammen, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Genau diese Mischung aus Humor, Rätsel und unerwartet tiefgehender Hintergrundgeschichte macht das Shark Punching Center zu einer der ungewöhnlichsten Interessengruppen des gesamten SCP-Universums. Denn hinter einer Organisation, die scheinbar nur Haie schlägt, könnte sich eine völlig eigene Welt mit ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Gesetzen und ihrer eigenen Version der Foundation verbergen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf alles, was derzeit über das Shark Punching Center bekannt ist. Von seiner möglichen Herkunft, über seine ungewöhnliche Ideologie, bis hin zu den rätselhaften Verbindungen zu SCP-1449 und der geheimnisvollen Bruderschaft von Selakiosk Pungiks Kombin. Was ist das Shark Punching Center? Das Shark Punching Center, häufig mit SPC abgekürzt, ist eine der ungewöhnlichsten und zugleich rätselhaftesten Interessengruppen des SCP-Universums. Nach dem derzeitigen Wissensstand handelt es sich um eine Organisation, die nicht in der Realität der Foundation existiert, sondern ihren Ursprung offenbar in einem oder mehreren Paralleluniversen hat. Aus diesem Grund ist vieles, was über das SPC bekannt ist, von Unsicherheiten und Widersprüchen geprägt. Bereits der Name der Organisation tritt in verschiedenen Varianten auf. Neben Shark Punching Center finden sich unter anderem Bezeichnungen wie Selakian Punching Center, Shark Punching Centre oder der geheimnisvolle Ausdruck Selakiosk Pungiks Kombin, der in einem späteren Abschnitt des Videos noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ob es sich dabei lediglich um Übersetzungen, regionale Unterschiede
oder sogar um Bezeichnungen aus verschiedenen Realitäten handelt, ist bislang nicht geklärt. Die SCP Foundation geht davon aus, dass das Shark Punching Center in seiner eigenen Welt eine ähnliche Aufgabe erfüllt wie sie selbst. Während die Foundation anomale Objekte sichert, eindämmt und erforscht, scheint sich das SPC hauptsächlich mit der Bekämpfung haifischartiger oder zumindest aquatischer Bedrohungen zu beschäftigen. Dabei verfolgt die Organisation jedoch völlig andere Methoden und eine deutlich aggressivere Herangehensweise. Besonders auffällig ist, dass nahezu alle bekannten Dokumente über das Shark Punching Center erhebliche Unterschiede aufweisen. Manche wirken wie streng militärische Einsatzberichte, andere erscheinen chaotisch, übertrieben oder widersprechen sich sogar gegenseitig. Für die Foundation ist bis heute unklar, ob diese Unterschiede dadurch entstehen, dass sich das Shark Punching Center im Laufe der Zeit verändert hat, oder ob die Dokumente aus mehreren voneinander unabhängigen Paralleluniversen stammen. Gerade dieser Umstand hat innerhalb der Foundation zu der Vermutung geführt, dass nicht nur eine einzige alternative Realität existiert, sondern möglicherweise zahlreiche Versionen des Shark Punching Centers. Sollte diese Annahme zutreffen, wären die bekannten Dokumente lediglich Momentaufnahmen verschiedener Welten, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Dadurch wäre auch erklärbar, weshalb Struktur, Auftreten und sogar die grundlegende Ausrichtung der Organisation von Bericht zu Bericht erheblich variieren. Ob diese Theorie tatsächlich zutrifft, konnte bislang nicht bestätigt werden. Sicher ist lediglich, dass das Shark Punching Center weit mehr ist als eine skurrile Randerscheinung. Hinter der ungewöhnlichen Fassade verbirgt sich offenbar eine Organisation, deren wahre Herkunft und Natur selbst für die SCP Foundation bis heute nicht vollständig verständlich sind. Eine Welt im Wandel. Bereits seit mehreren Jahrzehnten besitzt die SCP Foundation Dokumente über das Shark Punching Center. Trotzdem konnte sie bis heute kein eindeutiges Bild der Organisation erstellen. Der Grund dafür ist ungewöhnlich. Nahezu jedes neu entdeckte Dokument beschreibt das SPC etwas anders. Mal wirkt die Organisation wie eine streng militärische Institution mit einer aggressiven Befehlsstruktur. Andere Dokumente vermitteln den Eindruck einer chaotischen oder deutlich lockerer organisierten Einrichtung. Auch Sprache, Aufbau der Berichte und sogar einzelne Grundprinzipien unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander. Die Foundation geht deshalb nicht davon aus, dass diese Widersprüche auf einfache Überlieferungsfehler zurückzuführen sind. Stattdessen entstand die Vermutung, dass viele dieser Dokumente aus unterschiedlichen Realitäten stammen könnten. Sollte diese Annahme zutreffen, existiert nicht nur ein einziges Shark Punching Center, sondern zahlreiche Varianten derselben Organisation in verschiedenen Paralleluniversen. Aus Sicht der Foundation befindet sich mindestens eines dieser Universen offenbar in einem fortlaufenden Wandel. Dadurch verändern sich Geschichte, Struktur und möglicherweise sogar die gesamte Entwicklung des SPC. Neue Dokumente widersprechen deshalb häufig älteren Aufzeichnungen, ohne dass sich eindeutig feststellen lässt, welche Version als die aktuellste angesehen werden kann. Gerade diese Unsicherheit macht das Shark Punching Center zu einer außergewöhnlichen Interessengruppe. Während die Foundation bei den meisten Gruppen ihre Hierarchie, Ziele und Geschichte zumindest teilweise rekonstruieren konnte, scheint sich das SPC jeder eindeutigen Einordnung zu entziehen. Selbst grundlegende Fragen, etwa wie die Organisation tatsächlich aufgebaut ist oder aus welcher Realität einzelne Dokumente stammen, können bislang nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Shark Punching Center nicht nur eine einzelne Organisation ist, sondern möglicherweise ein Phänomen, das sich über mehrere Realitäten erstreckt. Genau diese Besonderheit macht es für die Foundation so schwer, verlässliche Informationen zu sammeln und erklärt, warum das SPC bis heute eines der rätselhaftesten Gegenstücke zur SCP Foundation geblieben ist. Die Ideologie des Shark Punching Centers. Auf den ersten Blick wirkt die Ideologie des Shark Punching Centers beinahe absurd. Während sich die SCP Foundation mit der Eindämmung unterschiedlichster Anomalien beschäftigt, scheint das SPC eine einzige Aufgabe über alles andere zu stellen: den Kampf gegen Haie. Doch betrachtet man die bekannten Dokumente genauer,
entsteht der Eindruck, dass hinter diesem ungewöhnlichen Schwerpunkt eine eigene Weltanschauung steckt. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass gefährliche, haifischartige Wesen nicht eingedämmt oder erforscht, sondern direkt bekämpft werden sollten. Besonders auffällig ist dabei, dass das Shark Punching Center den Nahkampf als bevorzugte Methode zur Neutralisierung solcher Bedrohungen betrachtet. Bereits der Name der Organisation verweist auf dieses Prinzip. Statt komplizierter Eindämmungsverfahren oder technischer Lösungen scheint körperliche Stärke als wichtigste Waffe angesehen zu werden. Allerdings bleibt unklar, was das Shark Punching Center überhaupt als Hai einstuft. Einige Dokumente beziehen sich eindeutig auf selachische, also haifischartige Wesen. Andere verwenden den Begriff deutlich weiter und scheinen auch allgemein aquatische Kreaturen einzuschließen. Die Grenze zwischen beiden Kategorien ist in den bekannten Unterlagen nicht immer eindeutig, weshalb selbst die Foundation nicht sicher sagen kann, nach welchen Kriterien das SPC seine Ziele auswählt. Auch der allgemeine Ton der Dokumente unterscheidet sich deutlich von den Berichten der SCP Foundation. Viele Aufzeichnungen wirken wesentlich militärischer und vermitteln den Eindruck, dass Konflikte bevorzugt mit Gewalt gelöst werden. Wo die Foundation versucht, Anomalien zu sichern und unter Kontrolle zu halten, scheint das Shark Punching Center häufig auf unmittelbare Konfrontation zu setzen. Ob diese Vorgehensweise auf einer festen Ideologie oder lediglich auf den Umständen ihrer eigenen Realität beruht, lässt sich bislang nicht mit Sicherheit feststellen. Fest steht jedoch, dass körperliche Stärke, Entschlossenheit und der offensive Kampf gegen vermeintliche Bedrohungen einen zentralen Bestandteil der bekannten SPC-Dokumente bilden. Gerade diese kompromisslose Haltung unterscheidet das Shark Punching Center von nahezu allen anderen Interessengruppen des SCP-Universums. Selbst wenn viele Aspekte der Organisation bis heute rätselhaft bleiben, zieht sich ein Grundgedanke durch nahezu alle bekannten Quellen. Wenn eine Bedrohung aus dem Wasser kommt und einem Hai ähnelt, wird sie nicht eingesperrt, sie wird bekämpft. Die Organisation. Über den genauen Aufbau des Shark Punching Centers ist nur sehr wenig bekannt. Anders als bei der SCP Foundation existieren keine vollständigen Übersichten über Standorte, Führungsebenen oder organisatorische Strukturen. Stattdessen verfügt die Foundation lediglich über einzelne Dokumente, deren Inhalte sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Trotzdem lassen sich einige Gemeinsamkeiten erkennen. Nahezu alle bekannten Unterlagen vermitteln den Eindruck einer stark militarisierten Organisation. Befehle werden direkt und ohne große Erläuterungen formuliert, während Disziplin, körperliche Stärke und offensives Handeln immer wieder im Mittelpunkt stehen. Viele Dokumente lesen sich weniger wie wissenschaftliche Berichte und eher wie Einsatzbefehle oder militärische Lageprotokolle. Gerade hierin unterscheidet sich das Shark Punching Center deutlich von der SCP Foundation. Während Foundation-Dokumente in der Regel nüchtern aufgebaut sind und Eindämmungsmaßnahmen, Beschreibungen sowie Forschungsergebnisse klar voneinander trennen, wirken die Unterlagen des SPC häufig deutlich ungeordneter. Der Tonfall ist wesentlich aggressiver, teilweise sogar chaotisch, wodurch es schwierig wird, zwischen sachlichen Informationen und Übertreibungen zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass sich Aufbau und Schreibstil der Dokumente immer wieder verändern. Manche Berichte wirken vergleichsweise strukturiert, andere unterscheiden sich sowohl sprachlich als auch organisatorisch erheblich. Diese Unterschiede gehören zu den wichtigsten Gründen, weshalb die Foundation davon ausgeht, dass die bekannten Unterlagen nicht aus einer einzigen Realität stammen, sondern aus mehreren Versionen des Shark Punching Centers. Dadurch bleibt auch die eigentliche Organisationsstruktur im Dunkeln. Ob es eine zentrale Führung gibt, wie groß das Shark Punching Center tatsächlich ist oder ob jede Realität ihre eigene Variante der Organisation besitzt, kann derzeit nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Die Foundation kann lediglich feststellen, dass sämtliche bekannten Dokumente denselben grundlegenden Eindruck vermitteln. Eine militärisch geprägte Organisation, deren Methoden und Arbeitsweise sich deutlich von denen der SCP Foundation unterscheiden. Gerade diese Mischung aus militärischer Disziplin, widersprüchlichen Dokumenten und ständig wechselnden Strukturen macht das Shark Punching Center zu einer der ungewöhnlichsten Interessengruppen, denen die Foundation bislang begegnet ist.
Obwohl seit Jahrzehnten Informationen gesammelt werden, bleibt das wahre Ausmaß der Organisation bis heute weitgehend unbekannt. SCP 1449 und Selachios-Pungix-Kombin. Bis zu diesem Punkt stammen nahezu alle Informationen über das Shark Punching Center aus einzelnen Foundation-Dokumenten, deren Wahrheitsgehalt nur schwer überprüft werden kann. Doch mit SCP-1449 taucht erstmals ein Objekt auf, das eine direkte Verbindung zum SPC herstellen scheint. SCP-1449 ist eine lebende Darstellung eines Walhais im Stil der australischen Punktkunst der Aborigines. In einer aquatischen Umgebung besitzt das Objekt einen dreidimensionalen Körper aus unzähligen Farbpunkten, kann sich beim Kontakt mit festen Oberflächen jedoch in eine zweidimensionale Form verwandeln. Seine wahre Besonderheit liegt jedoch nicht in seinem Aussehen, sondern in seiner anomalen Wirkung auf schlafende Personen. Jeder Mensch, der innerhalb eines Umkreises von etwa 2 Kilometern um SCP-1449 in den REM-Schlaf fällt, gelangt in eine gemeinsame Traumwelt. Diese besteht aus einem riesigen Ozean mit zahlreichen Inseln und Kontinenten, deren Bewohner die Besucher lediglich als Reisende aus der Ferne kennen. Innerhalb dieser Traumwelt existieren derzeit mindestens 18 verschiedene Kontinuitäten, die unabhängig voneinander bestehen und sich unterschiedlich entwickeln können. Die Foundation stellte während ihrer Experimente fest, dass Veränderungen innerhalb einer dieser Kontinuitäten dauerhaft bestehen bleiben. Testpersonen konnten dort Beziehungen aufbauen, Ereignisse beeinflussen oder sogar zu lokalen Helden werden. Dadurch entstand der Eindruck, dass diese Traumwelt weit mehr ist als ein gewöhnlicher Traum. Den entscheidenden Durchbruch brachte jedoch Test 0103. Während einer Erkundung traf ein Foundation-Agent auf einen unbekannten Mann, der sich zunächst als Nikolai, Schiffsseher von Dunhome und Mitglied der Bruderschaft von Selachios-Pungix-Kombin, vorstellte. Du bist ein Träumer, wie ich. Mein Name ist Nikolai. Ich bin der Schiffsseher von Dunhome und der Bruderschaft von Selachios-Pungix-Kombin. Nur wenige Augenblicke später beginnt seine Erinnerung jedoch zu zerfallen. Ich bin nicht Nikolai. Ich bin Agent John? Ich kann die Erinnerungen nicht beisammenhalten. Für die Foundation ist diese Aussage von enormer Bedeutung. Der Mann scheint gleichzeitig zwei unterschiedliche Identitäten zu besitzen. Einerseits erinnert er sich an ein Leben als Mitglied der Bruderschaft von Selachios-Pungix-Kombin. Andererseits tauchen Erinnerungen an einen Foundation-Agenten aus einer völlig anderen Realität auf. Welche dieser Erinnerungen seine ursprüngliche Identität darstellt, bleibt unklar. Ebenso ist nicht bekannt, ob beide Leben tatsächlich existieren oder ob die Traumwelt sie miteinander vermischt. Im weiteren Verlauf beschreibt der Mann Ereignisse, die zu den rätselhaftesten Aussagen des gesamten Dokuments gehören. Er spricht davon, dass seine Welt einst verändert wurde, nachdem der sogenannte Träumende verletzt oder sogar getötet worden sei. Wir verletzen den Träumenden, den Hai, so sehen wir ihn. Wir verletzen ihn, töteten ihn in unserer Welt. Anschließend schildert er eine Realität, die seit diesem Ereignis nicht mehr den Naturgesetzen zu folgen scheint. Er berichtet von umherlaufenden Fischen, Geistern, die Steine heimsuchen, Kindern aus Plastik, endlosen Blutmeeren und einer Welt, deren Geschichte selbst rückwirkend verändert worden sei. Besonders auffällig ist seine Aussage, dass diese Veränderungen nicht erst nachträglich entstanden seien, sondern scheinbar schon immer Teil ihrer Realität gewesen wären. Was genau mit dem Träumenden gemeint ist, bleibt bis heute unbekannt. Das Dokument liefert keinerlei eindeutige Erklärung. Möglicherweise handelt es sich um SCP-1449 selbst, um ein übergeordnetes Wesen oder um eine Entität, die eng mit der Traumwelt verbunden ist. Jede dieser Möglichkeiten wird innerhalb der Foundation diskutiert, doch keine konnte bislang bestätigt werden. Von besonderer Bedeutung ist außerdem der Name Selachios-Pungix-Kombin. Diese Bezeichnung taucht nicht nur im Gespräch mit Subjekt 1449-00001 auf, sondern wird auch als alternativer Name des Shark Punching Centers bzw. seiner Organisation verwendet.
Dadurch entsteht erstmals eine direkte Verbindung zwischen SCP-1449 und dem SPC. Ob die Bruderschaft von Selachios-Kpungix-Kombin tatsächlich eine Version des Shark Punching Centers aus einer anderen Realität darstellt, lässt sich zwar nicht endgültig beweisen. Dennoch gilt dieses Dokument innerhalb der Foundation als das bislang stärkste Indiz dafür, dass das Shark Punching Center mehr ist als eine Sammlung widersprüchlicher Berichte. Zum ersten Mal scheint ein Foundation-Agent einer Person begegnet zu sein, die selbst Teil dieser fremden Realität gewesen sein könnte. Gerade deshalb nimmt SCP-1449 eine besondere Stellung innerhalb der Geschichte des Shark Punching Centers ein. Es verbindet die rätselhaften Dokumente des SPC mit einem real existierenden SCP-Objekt und liefert Hinweise darauf, dass hinter der scheinbar absurden Organisation möglicherweise ein weit größeres Geflecht aus Parallelwelten, veränderten Realitäten und verlorenen Erinnerungen verborgen liegt. Weiß das Shark Punching Center von der Foundation? Eine der interessantesten Fragen rund um das Shark Punching Center lautet, ob die Organisation überhaupt weiß, dass die SCP Foundation existiert. Überraschenderweise gibt es darauf bis heute keine eindeutige Antwort. Aus Sicht der Foundation ist bekannt, dass das Shark Punching Center bereits seit mehreren Jahrzehnten beobachtet wird. Im Laufe dieser Zeit konnten verschiedene Dokumente und Berichte sichergestellt werden, die offenbar aus einer oder sogar mehreren alternativen Realitäten stammen. Diese Unterlagen bilden die Grundlage für nahezu alles, was die Foundation heute über das SPC weiß. Ob dieser Informationsfluss jedoch in beide Richtungen verläuft, bleibt völlig unklar. In keinem der bekannten Foundation-Dokumente findet sich ein bestätigter Hinweis darauf, dass das Shark Punching Center gezielt gegen die SCP Foundation arbeitet oder ihre Aktivitäten überwacht. Ebenso wenig existieren bestätigte Berichte über direkten Kontakt zwischen beiden Organisationen. Nach dem derzeitigen Wissensstand muss daher davon ausgegangen werden, dass die Foundation zwar Informationen über das SPC besitzt, das Gegenteil jedoch nicht nachgewiesen werden kann. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass sich beide Organisationen zumindest indirekt wahrnehmen könnten. Einige Dokumente des Shark Punching Centers erwähnen eine sogenannte Secure Contain Protect Foundation, die als parallele Organisation aus einer anderen Realität beschrieben wird. Diese Darstellung wirkt jedoch bewusst satirisch und lässt offen, ob tatsächlich die SCP Foundation gemeint ist oder lediglich eine alternative Version von ihr. Da die Dokumente des SPC selbst keinen einheitlichen Kanon besitzen, kann diese Erwähnung nicht als gesicherter Beweis gewertet werden. Gerade die unterschiedlichen Ursprungsrealitäten erschweren jede eindeutige Aussage. Sollte das Shark Punching Center tatsächlich nicht nur in einem einzigen Universum existieren, wäre es durchaus möglich, dass einige Versionen der Organisation von der Foundation wissen, während andere ihr niemals begegnet sind. Die Foundation selbst zieht diese Möglichkeit in Betracht, kann sie jedoch bislang weder bestätigen noch widerlegen. Fest steht lediglich, dass sich beide Organisationen grundlegend unterscheiden. Während die SCP Foundation versucht, anomale Objekte einzudämmen, zu erforschen und vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, verfolgt das Shark Punching Center einen deutlich offensiveren und militärischeren Ansatz. Sein erklärtes Ziel ist nicht die Eindämmung, sondern die Bekämpfung, insbesondere haifischartiger oder als selachisch eingestufter Wesen. Dadurch unterscheiden sich Aufgaben, Methoden und Weltbild beider Organisationen erheblich. Bis heute existiert kein bestätigter Bericht über ein offizielles Treffen, eine Zusammenarbeit oder einen offenen Konflikt zwischen Foundation und Shark Punching Center. Ob sich beide Organisationen jemals direkt begegnet sind oder ob sie in ihren jeweiligen Realitäten nahezu vollständig voneinander getrennt existieren, bleibt eines der vielen ungelösten Rätsel rund um das Shark Punching Center. Was will das Shark Punching Center wirklich? Auf den ersten Blick scheint die Mission des Shark Punching Centers denkbar einfach zu sein: Haie bekämpfen. Bereits der Name der Organisation macht deutlich, worauf sich ihre Tätigkeit konzentriert. Und zahlreiche bekannte Dokumente beschreiben den Nahkampf gegen haifischartige Wesen als ihre wichtigste Aufgabe.
Doch je mehr Foundation-Dokumente ausgewertet wurden, desto deutlicher wurde, dass sich hinter dieser scheinbar einfachen Mission möglicherweise weit mehr verbirgt. Bestätigt ist zunächst, dass sich das Shark Punching Center auf die Neutralisierung sogenannter selachischer Wesen spezialisiert hat. In einigen Dokumenten wird dieser Begriff ausschließlich für haifischartige Lebewesen verwendet. In anderen scheint er jedoch deutlich weiter gefasst zu sein. Teilweise werden sogar allgemein aquatische Anomalien unter dieselbe Kategorie eingeordnet. Dadurch bleibt unklar, welche Kreaturen das SPC tatsächlich als Bedrohung betrachtet und nach welchen Kriterien es zwischen gewöhnlichen Meerestieren und anomalen Wesen unterscheidet. Ebenso auffällig ist die kompromisslose Vorgehensweise der Organisation. Während die SCP Foundation versucht, Anomalien einzudämmen und zu erforschen, verfolgt das Shark Punching Center einen wesentlich direkteren Ansatz. Gefahren sollen nicht kontrolliert, sondern im Nahkampf ausgeschaltet werden. Die Dokumente vermitteln den Eindruck, dass körperliche Stärke, militärische Disziplin und entschlossenes Handeln als wichtigste Mittel angesehen werden, um die Welt vor selachischen Bedrohungen zu schützen. Ob dieses Ziel tatsächlich dem Schutz der Menschheit dient, lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Die Foundation verfügt zwar über zahlreiche Dokumente des SPC, besitzt jedoch keine vollständige Kenntnis über dessen langfristige Absichten. Aufgrund der widersprüchlichen Berichte ist nicht einmal eindeutig feststellbar, ob sämtliche bekannten Dokumente überhaupt derselben Organisation oder derselben Realität entstammen. Dadurch bleibt offen, ob das Shark Punching Center tatsächlich nur gegen gefährliche Wesen kämpft oder ob hinter seinen Einsätzen ein wesentlich umfassenderes Ziel steckt. Zusätzliche Fragen wirft SCP-1449 auf. Die Begegnung mit dem Mann, der sich als Mitglied der Bruderschaft von Selachiosk Pungix Combin bezeichnete, deutet darauf hin, dass das Shark Punching Center möglicherweise mit Ereignissen in Verbindung steht, die weit über die bloße Jagd auf Haie hinausgehen. Besonders auffällig ist seine Aussage: Wir verletzen den Träumenden, den Hai, so sehen wir ihn. Wir verletzen ihn, töteten ihn in unserer Welt. Sollten diese Erinnerungen tatsächlich auf realen Ereignissen beruhen, könnte das bedeuten, dass das Shark Punching Center oder eine verwandte Organisation in einer anderen Realität in Vorgänge verwickelt war, die ihre gesamte Welt verändert haben. Ob der sogenannte Träumende ein Wesen, eine Gottheit oder etwas völlig anderes ist, bleibt allerdings unbekannt. Ebenso unklar ist, ob das SPC diese Ereignisse bewusst verursacht hat oder lediglich mit ihren Folgen leben muss. Das Dokument liefert darauf keine eindeutige Antwort. Gerade diese Unsicherheit macht die Organisation so außergewöhnlich. Hinter ihrem auf den ersten Blick fast humorvollen Auftreten verbirgt sich möglicherweise eine Geschichte von Parallelwelten, veränderten Realitäten und Ereignissen, deren tatsächliches Ausmaß selbst die Foundation bis heute nicht vollständig versteht. Letztlich bleibt die eigentliche Mission des Shark Punching Centers ungeklärt. Zwar scheint die Bekämpfung haifischartiger Wesen im Mittelpunkt seiner Arbeit zu stehen, doch die bekannten Dokumente lassen vermuten, dass dies nur ein Teil eines wesentlich größeren Gesamtbildes ist. Eines, das der Foundation bislang nur bruchstückhaft bekannt ist. Warum das SPC bis heute ein Rätsel ist. Obwohl die SCP Foundation bereits seit mehreren Jahrzehnten Kenntnis vom Shark Punching Center besitzt, weiß sie bis heute erstaunlich wenig über die Organisation. Tatsächlich gehören die bekannten Informationen zu den lückenhaftesten, die der Foundation über eine größere Interessengruppe vorliegen. Der wichtigste Grund dafür ist die außergewöhnliche Quellenlage. Nahezu alle Erkenntnisse stammen aus einzelnen Dokumenten, die sich in Aufbau, Inhalt und Tonfall teilweise erheblich unterscheiden. Während manche Berichte das Shark Punching Center als streng militärische Organisation beschreiben, wirken andere beinahe surreal oder widersprechen bekannten Informationen. Dadurch fällt es der Foundation schwer, zwischen gesicherten Fakten, Fehlinformationen und den Besonderheiten unterschiedlicher Realitäten zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass vieles darauf hindeutet, dass das Shark Punching Center nicht nur in einem einzigen Universum existiert.
Stattdessen sprechen zahlreiche Hinweise dafür, dass mehrere Versionen der Organisation in verschiedenen Parallelrealitäten aktiv sind. Sollte diese Annahme zutreffen, wäre es durchaus möglich, dass jede dieser Versionen ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Strukturen und sogar ihre eigenen Ziele besitzt. Besonders deutlich wird diese Unsicherheit durch SCP-1449. Die Traumwelt dieses Objekts verbindet verschiedene Kontinuitäten miteinander und enthält Hinweise auf Personen, die Erinnerungen aus mehreren Realitäten gleichzeitig zu besitzen scheinen. Die Begegnung mit dem mutmaßlichen Mitglied der Bruderschaft von Selachiosk-Pungix-Kombin zeigt, wie schwierig es ist, zwischen Traum, Realität und alternativen Zeitlinien zu unterscheiden. Zusätzlich entsteht der Eindruck, dass sich manche Realitäten selbst verändern oder ihre Geschichte rückwirkend neu schreiben. Die Aussagen von Subjekt 1 449-0001 deuten darauf hin, dass Ereignisse gleichzeitig geschehen seien und schon immer Teil der Vergangenheit gewesen sein können. Sollte dies tatsächlich zutreffen, würde selbst eine sorgfältige Dokumentation an ihre Grenzen stoßen, da sich nicht nur die Gegenwart, sondern möglicherweise auch die Vergangenheit verändert. Gerade deshalb stößt die Foundation bei ihren Untersuchungen immer wieder an dieselben Grenzen. Sie kann Dokumente sammeln, Berichte vergleichen und einzelne Zusammenhänge erkennen. Doch ein vollständiges Bild ergibt sich daraus bislang nicht. Viele Fragen bleiben bis heute unbeantwortet. Existiert tatsächlich nur ein Shark Punching Center oder unzählige Varianten davon? Welche Rolle spielt die Bruderschaft von Selachiosk-Pungix-Kombin? Wer oder was ist der Träumende? Und welche Ereignisse führten dazu, dass eine Realität offenbar dauerhaft verändert wurde? Für keine dieser Fragen besitzt die Foundation bislang eine gesicherte Antwort. Genau das macht das Shark Punching Center zu einer der ungewöhnlichsten Interessengruppen im gesamten SCP-Universum. Während viele andere Gruppen zwar geheim, aber grundsätzlich nachvollziehbar sind, scheint das SPC selbst den Gesetzen von Realität und Kontinuität zu entgleiten. Je mehr Informationen die Foundation sammelt, desto mehr neue Fragen entstehen. Und gerade deshalb bleibt das Shark Punching Center bis heute eines der größten ungelösten Rätsel der Foundation. Fazit zum SPC. Das Shark Punching Center gehört zweifellos zu den ungewöhnlichsten Interessengruppen des gesamten SCP-Universums. Bereits sein Name und viele seiner Dokumente wirken auf den ersten Blick wie eine humorvolle Parodie der SCP Foundation. Eine Organisation, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, Haie mit bloßen Fäusten zu bekämpfen, scheint zunächst kaum ernst genommen werden zu können. Doch je tiefer man sich mit den verfügbaren Informationen beschäftigt, desto deutlicher wird, dass hinter diesem absurden Konzept weit mehr steckt. Die Foundation fand Hinweise auf eine Organisation, die vermutlich in einer oder sogar mehreren Parallelrealitäten existiert. Ihre Dokumente widersprechen sich häufig, ihre Geschichte scheint sich ständig zu verändern und selbst ihre eigentlichen Ziele bleiben bis heute unklar. Hinzu kommen rätselhafte Verbindungen zu SCP-1449, Berichte über alternative Realitäten und Aussagen, die darauf hindeuten, dass ganze Welten durch unbekannte Ereignisse verändert wurden. Gerade diese Mischung aus Humor und ernsthaften kosmologischen Fragen macht das Shark Punching Center so einzigartig. Hinter der scheinbar absurden Idee verbirgt sich eine Organisation, über die selbst die Foundation nur bruchstückhafte Informationen besitzt. Ob das Shark Punching Center tatsächlich nur eine alternative Version der Foundation ist, wie viele Versionen der Organisation überhaupt existieren und welche Rolle sie in den verschiedenen Realitäten spielt, bleibt bis heute ungeklärt. Vielleicht werden diese Fragen eines Tages beantwortet. Vielleicht gehören sie aber auch zu den Rätseln, die niemals vollständig gelöst werden sollen. Am Ende zeigt das Shark Punching Center eindrucksvoll, dass selbst die ungewöhnlichsten Ideen im SCP-Universum weit mehr sein können als bloßer Humor. Hinter einer Geschichte, die zunächst wie ein Running Gag wirkt, verbirgt sich möglicherweise eine eigene Realität mit ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Katastrophen und vielleicht sogar ihrer eigenen Version der Foundation. Kanon oder Parodie?
Zum Abschluss stellt sich noch eine Frage, die viele SCP-Fans beschäftigt. Ist das Shark Punching Center überhaupt Teil des offiziellen SCP-Kanons oder handelt es sich lediglich um einen Running Gag innerhalb der Community? Die Antwort ist, wie so oft im SCP-Universum, nicht eindeutig. Das Shark Punching Center entstand ursprünglich als humorvolle Interessengruppe. Die Vorstellung einer Organisation, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, Haie mit bloßen Fäusten zu bekämpfen, war von Anfang an als absurde Parodie auf die oft ernsten und wissenschaftlichen Dokumente der SCP Foundation gedacht. Viele der ersten Geschichten über das SPC spielten bewusst mit diesem Kontrast und übertrieben militärische Klischees bis ins Lächerliche. Doch im Laufe der Jahre entwickelte sich aus diesem Scherz immer mehr. Zahlreiche Autoren begannen, das Shark Punching Center nicht nur für humorvolle Geschichten zu nutzen, sondern auch in deutlich ernsthaftere Erzählungen einzubinden. Dadurch entstanden nach und nach verschiedene Interpretationen der Organisation. In manchen Kanons bleibt das SPC eine reine Satire, in anderen wird es als tatsächliche Interessengruppe oder sogar als Gegenstück der Foundation in einer alternativen Realität dargestellt. Genau deshalb unterscheiden sich viele bekannte Dokumente so stark voneinander. Da das SCP-Universum keinen einzigen verbindlichen Kanon besitzt, können verschiedene Autoren unterschiedliche Versionen derselben Organisation erzählen, ohne dass sich diese gegenseitig ausschließen müssen. Das Shark Punching Center ist dafür eines der bekanntesten Beispiele. Besonders deutlich wird diese Entwicklung an SCP-1449. Obwohl das Objekt selbst kein humorvoller Artikel ist, enthält es mit der Bruderschaft von Selachios Pungix Kombin einen direkten Bezug zum Shark Punching Center. Die rätselhafte Begegnung mit Subjekt 144-990001, seine Erinnerungen an mehrere Leben und die Hinweise auf eine zerstörte Realität zeigen, dass das SPC längst nicht mehr ausschließlich als Witz verwendet wird. Stattdessen dient es inzwischen auch als Bestandteil komplexer Geschichten über Parallelwelten, Erinnerung und die Natur der Realität. Gerade das macht das Shark Punching Center so besonders. Kaum eine andere Interessengruppe hat einen vergleichbaren Wandel durchlaufen. Von einer offensichtlichen Parodie hin zu einer Organisation, die heute sowohl in humorvollen als auch in ernsthaften Geschichten ihren festen Platz gefunden hat. Vielleicht ist genau das die größte Stärke des SCP-Universums. Selbst eine Idee, die ursprünglich als Scherz begann, kann durch die Kreativität der Community zu einem faszinierenden Bestandteil des gemeinsamen Universums werden. Und genau deshalb ist das Shark Punching Center heute weit mehr als nur eine Organisation, die Haie schlägt. Es ist ein Beispiel dafür, wie sich das SCP-Universum ständig weiterentwickelt und wie selbst die ungewöhnlichsten Ideen ihren Platz in seiner Mythologie finden können.